Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stellen wir dir die unserer Meinung nach besten und coolsten SBCs aus FIFA 22 vor. Das sind eben Karten, die uns einfach am meisten Spaß gemacht haben zu zocken. FIFA 23 steht ja bereits vor der Tür und selbstverständlich werden wir auch dazu wieder Videos bringen. Falls du das nicht verpassen möchtest und neu bist, kannst du den Kanal sehr gerne abonnieren. Das würde uns freuen. Starten wir aber jetzt erstmal mit der ersten Karte, und zwar war das die Benzema Flashback SBC. Die Karte war für die damaligen Verhältnisse schon echt gut und hat damals ja auch nur 100.000 gekostet. Die 4 Sterne Skills und auch die 4 Sterne Weakfoot sind natürlich echt gut gewesen. Und dazu hatte er auch sehr ausgeglichene Offensivwerte. Gerade das Tempo ist im Vergleich zum normalen Benzema echt stabil. Ronaldo beispielsweise hat zwar 5 Sterne Skills, war ansonsten aber halt direkt viel teurer. Suarez war ja einer der wenigen und der war direkt sehr viel teurer. In der WL hat man ihn dann eigentlich in jedem Team gesehen, da er in-game echt stark war. Bevor wir weitermachen würden wir gerne wissen, auf welche Videos du noch Bock hast, bevor es in circa einem Monat endlich mit FIFA 23 losgeht. Lass es uns auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen. Machen wir nun weiter mit Fekir Road to the Final für 80.000. Fekir war als SBC der starke Link zu Benzema und mit 80.000 sogar noch etwas günstiger. Er hat auch 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot gehabt und für einen 10er auch echt gute Werte. Richtig cool war bei ihm natürlich auch, dass er die Chance auf Upgrades hatte, auch wenn er am Ende nur 1 bekommen hat. Ähnliche 10er wie Benzema waren meist teurer und auch schwächer, gerade eben, da sich Fekir ja geupgradet hat. Zur Zeit, als Fekir und Benzema rauskamen, gab es ja auch noch echt nicht viele Events. Neben den SBCs wollen wir dir auch eine starke Objective-Karte vorstellen. Viele Belohnungen für die Aufgaben waren dieses FIFA-Jahr leider nicht ganz so stark, aber Flashback Süle auf jeden Fall schon. Die Werte sind für einen Gratis-IV schon echt stabil gewesen und Ingame hatte uns auch echt gut gefallen. Wie man ihn auch kennt, ist Süle ein echter Schrank, an dem man echt nicht so leicht vorbeikommt. Die Showdown SBC, die natürlich auch stark war, haben wir daher aber mal nicht noch mit reingenommen. Ein anderer absoluter Brecher in der Verteidigung und auch eine Flashback-Karte ist Varane gewesen. Die SBC war zwar wirklich sehr teuer und man musste für damalige Verhältnisse echt unfassbar viel abgeben. Aber dafür hat man auch echt eine richtig krasse Karte bekommen. Die ähnlichen Karten, die wir damals vorgestellt haben, waren oft zwar günstiger, aber auch einfach nicht so gut wie Varane. Gerade in-game war es echt immer schlimm, gegen ihn zu spielen, da er ähnlich wie Kimpembe Gold immer und überall jeden Zweikampf gewonnen hat. Wer sich ihn leisten konnte, war in der Defensive auf jeden Fall erstmal gut aufgestellt. 2 starke SBCs kommen noch. Schreib uns aber gleich nochmal auf jeden Fall in die Kommentare, was deine Lieblings-SBC war und was du von unserer Auswahl hältst. Die nächste gute SBC ist auch ein französischer Verteidiger. Diesmal aber auf der rechten Seite, und zwar Klaus Headliner. Er hat damals 70.000 gekostet und hatte als Headliner einfach alles, was man für einen Rechtsverteidiger gebraucht hat. Dazu kommt noch die Möglichkeit auf Upgrades und das hat ihn einfach besser als die Alternativen gemacht. Für uns war das wirklich einer der besten SBCs dieses FIFA-Jahres. Zu guter Letzt darf natürlich Neymar Flashback nicht fehlen. Die Werte sind natürlich auch sehr stark, ohne Ausnahme, und besonders die 5 Sterne Skills machen einfach Spaß mit ihm. Im Vergleich mit anderen Neymar-Karten war er einfach nochmal besser als die Goldkarte und viel günstiger als der Inform, der auch wirklich nicht viel krasser war. Das Besondere an allen Neymar-Karten sieht man aber natürlich in-game, wo die Karten alle gefühlt nochmal einen kleinen Boost haben und wirklich stark in der Offensive sind. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihn so viele Leute zu der Zeit damals in der Weekend League gespielt haben. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir keinen vergessen haben. Lass jetzt gerne noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Video.